Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch nicht nur, wie man eine Creme Brûlée macht, sondern auch, wie man sie haltbar macht und auf Vorrat. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Dieses Video widme ich unserer Mitarbeiterin Jenny, die vor einiger Zeit auf mich zukam und sagte, sag mal, kann man nicht Creme Brûlée auch als Kühlkonserve machen? Ja, klar kann man das. Ich fand das eine super Idee und hier zeige ich euch, wie es geht. Das Rezept, das ich hier zeige, ist mein Rezept, aber ihr könnt genau dasselbe mit jedem Creme Brûlée Rezept machen, was ihr habt oder findet. Hier kommt der Ablauf und die Rezeptangaben findet ihr dann unter dem Video. Wir füllen 500 Milliliter Sahne in eine Schüssel. Dazu kommen 200 Milliliter Milch, 80 Gramm Zucker, ein Viertel Teelöffel Salz und das Mark und die Schote einer Vanilleschote. Das Ganze kochen wir dann in einem Topf auf. In einer genügend großen Schüssel rühren wir 8 Eigelbe und 100 Milliliter Milch glatt. Hierbei ist wichtig, dass beide Zutaten Zimmertemperatur haben. Dann rühren wir die heiße Sahnemischung vorsichtig und langsam unter die Eigelbmischung. Das ist ganz wichtig, damit das Eigelb nicht gerinnt. Also schön sanft, bitte. Das Ganze lassen wir dann 10 Minuten ziehen. Währenddessen bereiten wir die Gläser vor. Ich nutze dafür immer gerne mein auch beliebtes Käsekuchenglas. Das ist ein Sturzglas mit 186 Milliliter Füllmenge. Und das Schöne ist, es ist schön flach und es ist eine super Einzelportion. Als Deckel nutze ich sehr gerne Deckel mit sogenannten Button, denn daran kann ich sehen, dass das Vakuum auch tatsächlich intakt ist. Die Gläser vorbereiten bedeutet übrigens, dass wir sie hauptsächlich sauber haben müssen und mit Wasser ausspülen. Für diejenigen, die es gerne sterilisieren wollen, können sie gerne machen, ist aber für diesen Zweck tatsächlich nicht notwendig. Wir füllen die Mischung in die Gläser und verschließen sie. Ich dachte, ich kriege vielleicht 8 Gläser raus, dem war nicht so, es waren nur 6. Da passte es aber perfekt rein. Wenn man jetzt eine normale Creme Brûlée macht, würde man die Porzellanschälchen, die man normalerweise dafür benutzt, bei manchmal 130 Grad, manche sagen auch 170 Grad, was auch immer, für ungefähr 40 bis 60 Minuten dünsten. Wir dünsten auch, aber wir stellen die Gläser mit geschlossenem Deckel in den Dampfgarer. Es geht genauso in einem Wasserbadtopf oder sogar im Einkochautomaten. Dann dämpfen wir das Ganze bei 100 Grad für eine Stunde. Ich habe das wie gesagt im Dampfgarer gemacht und wenn man den dann aufmacht, hört man dann schon sofort, wie die Deckel sich einploppen. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir lassen dann die Gläser abkühlen und hier ist wieder der wichtige Punkt bei der Kühlkonserve. Innerhalb der nächsten 4 bis 6 Stunden sollte das Ganze dann in den Kühlschrank. Wenn das Glas tatsächlich ein Vakuum gezogen hat oder einen Unterdruck und im Kühlschrank bleibt, hält sich diese Creme Brûlée sage und schreibe mindestens 4 bis 6 Wochen. Ich habe sowas schon gehabt und das war auch nach 3 und 4 Monaten noch gut. Auch hier ist wieder die Regel, wenn es aufgemacht wird, es sieht gut aus, es riecht gut und war die ganze Zeit gekühlt, dann ist es essbar. Aber das wirklich Schöne an einer Creme Brûlée ist ja diese wunderbare Karamellschicht. Das heißt, in dem Moment, wo wir gerne die Creme Brûlée essen oder servieren möchten, öffnen wir das Glas, füllen ungefähr, ich habe so einen halb gehäuften Teelöffel braunen Zucker drauf und hier würde ich wirklich empfehlen, braunen Zucker zu nehmen, weil der hat ein ganz anderes Aroma. Und dann wird das Ganze natürlich flambiert. Ich hatte euch ja schon gezeigt, wie man einen Käsekuchen auf diese Art macht. Verlinken wir gerne auch nochmal. Aber auf die Idee, dass man die Creme Brûlée genauso machen kann, war ich gar nicht gekommen. Deshalb nochmal schönen Dank an Jenny, das war ein guter Tipp. Aber ehrlich gesagt,
selbst wenn das ganze Zeug mindestens 8 Wochen haltbar ist, denke ich nicht, dass es so lange im Kühlschrank bleibt. Ähnlich wie beim Käsekuchen wird es wahrscheinlich wesentlich schneller weg sein. Ich hole es nämlich gerade raus und habe mich ein bisschen verbrüht an der Karamellisierung hier. Und das Erste, was Klaus sagte, ist, oh, dann kann ich das ja gleich essen. Es ist natürlich eine verbotene Süßigkeit, aber sie schmeckt einfach verdammt gut. Und bevor Klaus das Glas jetzt kriegt, werde ich den ersten Haps nehmen. Das war so klar. Okay. Ist das lecker. Du hast was verpasst. Du hast was verpasst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.